Hallo, ich bin's Dirk und schön, dass du das Video eingeschaltet hast. Heute geht es um den Creator Plus Baukasten und wie ich mit diesem dynamisch arbeite. Ich habe auf meiner Webseite zwei Unterpunkte eingerichtet, einmal den My Website Now und den Creator Plus Bereich, und ich möchte euch gerne zeigen, wie ich das gemacht habe. Und dafür habe ich 5 Punkte. Einmal der erste Punkt ist die Tabelle aufbauen, also einrichten, füllen mit Inhalten etc. Der zweite Punkt ist das Template aufbauen innerhalb des Baukastens und die Platzhalter verbinden mit der Tabelle. Im dritten Punkt geht es darum, die Kollektionen, also die Funktion zuzuweisen der einzelnen Spalten aus der Tabelle. Ob das jetzt ein Bild ist, ein Link, Text oder ein Video. Das werde ich jetzt im ersten Video darstellen. Möchte aber gerne weitere Videos demnächst erstellen, wo ich noch mehr Funktionen zeige, wie ihr dynamisch arbeiten könnt. Okay, zuletzt veröffentlichen wir den Teil und dann erzähle ich noch ein bisschen was darüber, wie sinnvoll dynamische Arbeit mit Webseiten einzusetzen ist, wie leicht ihr andere dort ranführen könnt, auch die keine Lust haben, sich mit der Webseite an sich zu befassen oder mit dem Baukasten. Das ist damit möglich und ist sehr effizient. Und ich hoffe, euch gefällt das Video. Dann lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da und macht das Glöckchen an. Dann wisst ihr auch, wenn das nächste Video kommt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Jetzt kommt noch ein kleiner Einspieler und dann legen wir los. Bis gleich. Welcome to S-Inspiration. Willkommen zurück und wir legen sofort los. Um zu den Kollektionen oder den dynamischen Teil des Baukastens zu kommen, wählt ihr den Punkt Inhalt, geht dann auf Kollektion und wenn ihr keine erstellt habt, steht hier natürlich auch nichts. Dann habt ihr nur den oberen Punkt, wo ihr dann die Sammlung hinzufügen könnt. Dort habt ihr mehrere Optionen. Einmal könnt ihr eine interne Sammlung erstellen, das heißt letztendlich nur, dass eine Tabelle oder eine Struktur einer Tabelle gezeigt. Ich kann es ja mal einmal machen, hier. Und dann seht ihr, habt ihr hier eine Zeile, 2 Spalten sind vorgegeben. Hier ist einmal das Element und dann könnt ihr hier anfangen, eure Tabelle aufzubauen, aber das läuft dann alles innerhalb des Baukastens. Okay, dann haben wir die zweite Option. So. Bildsammlung heißt nichts anderes, dass ihr auf einen Ordner zugreifen könnt, den ihr innerhalb des Baukastens erstellt habt, wo eure Bilder liegen. Und die könnt ihr damit einmal komplett fassen und braucht die Bilder nicht einzeln zuweisen. Dann Google-Tabellen, das nutze ich für meine Webseite, weil ich dort auch die Möglichkeit habe, bei Google die Tabellen A zu erstellen und B auch ganz einfach durch einen Freigabelink an andere weiterzuleiten. Und ist auch prima, auch mit Kunden zusammenzuarbeiten, wenn man so ordentlich mitnehmen möchte. Dann ist hier Airtable, das ist ein Drittanbieter, kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Wenn ihr darüber was sagen könnt und Erfahrungen mit habt, dann schreibt mir das gerne in die Comments, würde ich mich sehr darüber freuen. Und zuletzt finde ich sehr interessant, kann man auch eine Datenbank anbinden. Das ist natürlich super interessant, besonders wenn es um große Datensätze gibt, viel Seiteninhalte, dann ist das bestimmt besser als Google oder hier eine interne Sammlung zu erstellen. Hier unten habt ihr noch ein paar kleine Erklärvideos dazu, die von Jonas selber angeboten werden. Und ja, das war's. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu Google. Ihr müsst natürlich eingeloggt sein, das ist ganz wichtig. Und dann habt ihr hier oben, ich muss mein Bild mal eben wieder ein bisschen rüberschieben, damit ihr das auch seht. So, ihr seht, ich bin hier oben eingeloggt, oben rechts, ne, da. Und dann habt ihr hier dieses Kästchen mit den Punkten. Da klickt ihr einmal drauf und dort stehen euch alle Werkzeuge zur Verfügung, die Google euch anbietet. Und ich kann wirklich nur empfehlen, sich damit zu befassen und sich das mal genauer anzuschauen. Wenn ihr auch darüber mehr wissen wollt, einfach in die Comments. Mir macht es mehr Spaß, wenn ich so ein paar Anregungen bekomme, wie ich meine Videos gestalten soll. Okay, dann auf den Punkt Tabellen.
sobald ihr eingeloggt seid, dann wird euch das auch schon alles gezeigt und ihr braucht euch auch nicht nochmal einloggen. Dann könnt ihr theoretisch, wenn ihr jetzt keine Ordnerstruktur aufbauen wollt, das müsst ihr dann über Google Drive machen. Die beiden hängen zusammen. Also das ist der Cloud-Speicherort von Google. Dann öffnet ihr eure Tabelle, könnt hier den Namen zuweisen und dann könnt ihr hier anfangen. Ihr müsst euch immer vorstellen, pro Zeile ist eine Webseite. Das heißt, man kann hier ordentlich viel spalten. Das hat auch irgendwo ein Ende, aber bis ihr ans Ende kommt, habt ihr schon so viel Inhalt in eure Seite gebracht. Also ich habe noch nie Probleme damit gehabt in der ganzen Zeit. Und wie gesagt, wenn ihr dann fertig seid, könnt ihr einfach, wenn ihr mit anderen das teilen wollt, die euch unterstützen, ist das einfach ideal. Man kann hier Videocalls, man kann miteinander chatten. Wenn ihr beide gleichzeitig an einem Dokument seid, dann wird das auch farblich dargestellt. Man kann gegenseitig dann über Discord oder Zoom oder wie auch immer auch verbunden sein oder direkt hier über die Plattform. Ich finde das sehr effizient und ja, die Internetleitung muss natürlich stark genug sein, aber dann passt das schon. Ne? Okay, dann gehen wir jetzt mal zurück, weil ich werde jetzt die Tabelle nicht komplett neu schreiben, dann wird das Video einfach zu lang werden, sondern ich fange jetzt einfach mal an und sage jetzt einfach mal, okay, ich habe die Tabelle erstellt. Gehe jetzt hier mal zu meiner Sammlung. Öffne jetzt mal die Tabelle, weil da würdet ihr anfangen. Ihr hättet jetzt eine leere Tabelle und dann würdet ihr die anfangen mit Inhalten zu füllen. So, die erste Spalte setze ich immer die Page-Item-URL hinter, weil diese Variable kennt der Baukasten und das hat den Vorteil, weil dahinter steckt die Browser-Bezeichnung und da müsst ihr auch aufpassen mit Umlauten, ne? Aber die wird dann direkt erkannt und hier zugewiesen. Man kann, wie ihr seht, das kann man hier auch auswählen. Also ist gehopst wie gesprungen, aber ich finde das für mich ordentlich. Ist ja auch so vorgesehen, also nutze ich das auch so. Okay, und dann fangt ihr einfach an, eure Seite die Spaltennamen. Die können ganz individuell gewählt werden. Ihr braucht da auf nichts zu achten. Das ist Jonas egal, weil ihr weist sie letztendlich selber zu. Angefangen tue ich da immer mit den SEO-Titeln, mit der SEO-Beschreibung und mit dem Bild, was dann mit an die sozialen Kanäle gesendet wird. Also, hier müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr die Zeichenanzahl, beim Titel sind es glaube ich 70 Zeichen, bei der Beschreibung sind es 300 Zeichen, bin mir eigentlich ziemlich sicher, 200 oder 300 Zeichen im Jonas-Baukasten. Und dann hier müsst ihr das im Bild hinterlegen. Also ihr könnt kein Bild in die Tabelle an sich hochladen, sondern ihr müsst gucken, dass ihr entweder das über den Baukasten löst. Ihr könnt ja hier auch Bilder hochladen. Ich zeige euch das kurz. Seiteninhalt, Bilder verwalten. So, und wenn ich jetzt hier ein Bild anklicke, dann kann ich das hier auch nochmal, wenn ich hier auf diesen Hyperlink klicke, das wird ja auch gespeichert. Und dann braucht ihr nur da draufklicken und könnt dann diesen Link einfach in eure Tabelle abspeichern. Ich bin sehr dafür, habe das selber auch so für mich in Anspruch genommen. Ich habe ein kleines Hosting-Paket bei Jonas mit dazu gebucht, weil ich dann auch Subdomains installieren kann und die dann vernünftig mit einem FTP verbinden kann. Das hat auch wieder den Vorteil, dass man das sharen kann, also teilen kann mit Leuten, die einen unterstützen wollen. Und so ist einfach online sehr flexibel ist, miteinander zu arbeiten. Also ich verlinke das mit meinem Hosting-Paket, habe dort eine Subdomain und dahinter liegt halt auch ein Online-Speicher, wo ich dann drauf zugreife. Aber ihr könnt halt auch einfach mit eurem Baukasten arbeiten, wie auch immer. Okay. Bei Links muss ich sonst noch, bei Videos verhält sich das genauso. Ihr könnt entweder euren YouTube-Link von eurem YouTube-Kanal, ich zeige euch kurz mal anhand meines YouTube-Kanals, wie das dann geht. So. Und ich nehme jetzt mal das letzte Video, was ich gemacht habe. Schaut da gerne mal rein. Da geht es um den My Website Now Baukasten. Bei dem kann mittlerweile KI eingesetzt werden, um seine Texte zu formulieren. Ziemlich cool. Habe es gestern ausprobiert. Schaut gerne mal rein. Und wenn euch das gefällt, dann seht ihr, es noch gar kein Like da. Haut mir gerne ein Like rein. Aber es geht ja jetzt darum, damit zu arbeiten. Ich muss hier kurz den Bildschirm wieder rüberschieben. So, das ist ein bisschen lästig.
Dann hole ich mir den Link oder gehe hier unten auf Teilen und sage dann, kopiere mir den Link. Dann geht ihr in eure Tabelle und dann könnt ihr auch in die passende Spalte, könnt ihr dann einfach den Link eures Videos einfügen. Zeige ich euch mal kurz, wo ich das hier habe. Da zum Beispiel. Hier sind auch YouTube-Links und ihr seht schon, er zeigt dann in der Tabelle auch direkt das Ziel an. Und dann wisst ihr auch, ihr habt alles richtig gemacht. Okay, das war erstmal grundsätzlich darüber, wie ihr das Material, was ihr verwenden wollt oder die Inhalte in eure Tabelle eintragen müsst. Also ihr könnt hier kein Bild, kein Video einfach in die Tabelle einfügen, auch wenn ihr das anbietet, aber das funktioniert so mit dem Baukasten nicht. Ihr müsst dann mit Links arbeiten. Okay, wenn ihr das gemacht habt und die Tabelle ist dann also fertig, sorry, da ich hier hin und her springe, bin immer ein bisschen aufgeregt, wenn ich Tutorials aufnehme, dann geht ihr zurück zu dem Inhalt, geht dann zu eurer Kollektion. Und wenn ihr die hinzugefügt habt, dann erkennt er sofort automatisch jede Spaltenüberschrift, die ihr eingetragen habt. Nur ihr müsst nur noch den Dateientyp die richtige Funktion zuweisen. Und dort habt ihr hier eine verschiedene Auswahl. Ich habe ja eingangs gesagt, dass ich mich wirklich erstmal auf die grundsätzlichen Dinge beziehe. Und deswegen geht es hier erstmal um den Text. Rich Text bedeutet, dass der auch das Format mit übernimmt. Wenn ihr das irgendwo von der Webseite kopiert und dort in die Tabelle einfügt, dann habt ihr gute Chancen, dass der das ganze Format mitnimmt. Kann man machen. Ich baue das alles lieber selber auf. Zeige ich euch gleich. Dann hier das Bild, der Link und hier unten das Video. Und hier seht ihr, hier sind noch weitere Möglichkeiten, Datum, Öffnungszeiten, E-Mail-Adresse, Telefon, Social-Media-Konten und eine Mehrfachauswahl. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, schreibt mir das gerne unten in die Comments. So, wenn ihr das dann richtig zugewiesen habt, und das ist wirklich wichtig, weil sonst findet er die Datensätze nachher nicht. Wenn ihr im Video einfügen wollt, dann nehmt ihr aus den Elementen das Video-Element, zieht das rein und dann sagt ihr dem ja, verbinde mich jetzt mit der Tabelle. Und wenn ihr das dann nicht richtig zugewiesen habt, die richtige Funktion, dann findet er den Datensatz auch nicht. Ne, wisst ihr auch direkt Bescheid, wenn er das nicht findet, dann wisst ihr sofort, dann muss ich hier in den Kollektionen Voreinstellungen schauen, ob ich das richtig zugewiesen habe. Okay, dann gehe ich jetzt mal, habe ich jetzt dazu alles gesagt? Ja. Im nächsten Schritt müsst ihr jetzt eine Seite erstellen. Also wir bauen jetzt das Template auf. Das habe ich hier schon vorbereitet. Würde halt zu lange dauern, wenn ich das jetzt von Grund auf machen soll. Möchte die Videos halt nicht mehr zu lange machen. Aber wenn für euch das interessant wäre, dass wir das mal zusammen in einem Video und ich von der Pike auf alles mal aufbaue, dann einfach in die Comments. Okay. Hier habe ich das Template aufgebaut und ihr seht es wirklich ganz easy. Hier ist nur Bild, Text, wieder Text, Bild. Hier ist ein Button, wo dann der Link wieder interessant wird. Und hier unten ist ein Video und wieder 2 Buttons. Und hier habe ich noch einen Drittanbieter. Also das heißt, ich nutze von Jonos das HTML-Modul und packe dort ein Skript rein, was ich dann auf einer anderen Webseite bei meinem Anbieter Elfsight konfiguriere, Design einstelle und auch die Inhalte definiere. Zeige ich euch gerne. Dann kommen wir gleich zu. Okay, dann würde ich sagen, das Template ist jetzt gebaut. Ihr nehmt, ich denke mal, das wird jeder schon kennen. Ihr könnt hier Bilder einfach in die Position setzen, die ihr haben wollt. Die Zeilen oder Spalten erstellt ihr hier drüber ein. Zeile oben, unten oder eine Innenzeile, die ihr dann erstellen könnt. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr einfach die Elemente zu dem jeweiligen Platz hinziehen, wo ihr sie haben wollt. Gut. Und ihr könnt immer die dynamischen Inhalte auch erkennen, in dort hier diese geschlossenen Ringe zu sehen sind. Und da könnt ihr auch einfach da mal draufklicken, wenn ihr das gemacht habt. Dieses Widget ist mit ihrer Inhaltsbibliothek verknüpft. Und wenn ihr da auf Bearbeiten geht, dann könnt ihr schon sehen. Einmal wird hier die Kollektion angezeigt. Dann kann man sagen, hey, verbind das Bild mit einem Link. Hier habe ich einfach meine E-Mail-Adresse eingetragen. Und dann ist hier noch ein Alternativtext. Wenn man dort drüber hovert, auch für die Suchmaschine ist das sehr wichtig. Dann sieht er sofort, okay, Kundenservice, hier steht eine E-Mail hinter.
So, mehr kann man dazu auch schon gar nicht sagen. Alle Designeinstellungen macht ihr hier rüber und ist eigentlich wie gehabt. Ob ihr jetzt da eine dynamische oder eine nicht dynamische Seite habt, die Einstellungen sind dieselben. Guckt dazu auch ruhig unter meinen Videos. Da erkläre ich ein bisschen was über Elemente und auch wie man mit Bildern bearbeitet und auch mit dem Bildeditor innerhalb des Baukastens. Gut, dann haben wir hier, geht es jetzt um den Text. Und ihr könnt einfach ruhig, Heat 1 Text habe ich den jetzt hier drin, dass ich jetzt gleich das nicht wieder durcheinander bringe. Heat 1 Text so. Und geht ruhig da einfach in eure Tabelle, kopiert die Überschrift raus. Und dann könnt ihr die auch einfach hier eingeben. Der findet die sofort, der findet den Datensatz sofort. Einmal bestätigen. Das ist ein Cloud-System, daher immer ein bisschen Geduld mitnehmen, nicht sofort fertig drücken, sondern warten, bis er das geladen hat. Bei mir hatte der den Datensatz schon, deswegen braucht er jetzt auch nichts nachladen. Aber wenn ihr den neu hinzufügt, dann dauert das einen ganz kleinen Moment und dann seht ihr auch sofort, dann wird die Seite einmal kurz neu geladen und dann wisst ihr, okay, jetzt ist der Moment, drücke ich mal fertig. Okay, sonst kommt es zu Darstellungsfehlern, bedingt durch den Cache eures Browsers. Das kann zu Problemen führen und damit kann man dem aus dem Weg gehen. Okay, dann hier ist, der Vorgang wiederholt sich die ganze Zeit. Ne, ihr fügt hier einen Text, einen Baustein rein und müsst die dann einmal nur Daten verknüpfen. Hier steht jetzt halt, weil ich die schon verknüpft habe und kann hier dann alles ändern oder auch die Daten trennen. So, dann gehen wir zum Button. Inhalt bearbeiten. Und dann fragt er mich hier auch nur wieder, okay, aus der Tabelle, welchen Link willst du haben? Mal gucken, ob ich den jetzt ganz schnell finde. Ist egal, das ist ein anderer Bereich. Der führt dann zum Beispiel zum Vertriebsshop von Jonos oder von 1&1 und den kann man einfach hinterlegen. Und es ist auch einfach nur wieder ein Link und das Design und das Aussehen kommt dann vom Shop. Hier könnt ihr den Namen noch definieren, also immer den Link definieren und auch was soll auf dem Button stehen. Dazu immer die Spalten einfach schön nebeneinander halten in der Tabelle, das ist sinnvoll. So, und der Rest läuft wieder ganz normal, so wie ihr, wenn ihr eine normale Seite bearbeitet, einfach nur auf Design. Guck mal, hier könnt ihr das Buttonformat, oh, das ist neu. Schön. Ist auch wieder hinzugefügt worden. Habe ich beim letzten Mal noch nicht gesehen, dass direkt so eine kleine Vorschau da ist. Das hilft einfach auch Anfängern oder die sich kaum mit Webseiten befassen, aber das gerne lernen möchten. So, der Buttontext. Hier kann man Größe, Farbe, Format, kennt jeder von Word. Und die Größe, man kann dem Button auch eine Animation, ihr könnt jedem Widget eine Animation zuweisen im Baukasten. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, komm, leicht einblenden, ihr könnt eine Verzögerung reinsetzen, ihr könnt die Dauer, also das in die Länge ziehen. Ja, das war's und ihr habt doch mal eine kleine Vorschau. Das liebe ich sowieso an diesem Baukasten, dass es immer eine Vorschau gibt. Es wird mir immer gezeigt, hey, so sieht's aus und jetzt verändere das so, wie du das haben möchtest. Und das finde ich ziemlich cool. Ist für mich eine große Hilfe und auch bestimmt für Anfänger, die sich halt noch nicht so damit befasst haben. Okay, dann gehen wir zum Video und hier ist es wieder das Gleiche. Ihr müsst einfach nur in der Tabelle zuweisen, den Punkt da, wo das Video steht. Das YouTube-Video haben wir ja gerade gesehen, in der passenden Spalte. So, und der letzte Punkt ist das Einfügen von HTML-Modulen. Und hier ist es wirklich interessant, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr mit Drittanbietern arbeitet und ihr bekommt von denen Inhalte, bekommt ihr da ja auch einfach nur eine Codezeile und die könnt ihr hier in das HTML-Modul einbinden. So, und wenn ihr dort dynamisch arbeitet, könnt ihr auch mehrere Ansichten oder mehrere Inhalte darstellen von verschiedenen Drittanbietern. Und das würdet ihr dann in der Tabelle so machen. Ich habe ja gesagt, also pro Zeile eine Unterseite. Und dann könntet ihr hier zum Beispiel Spalten hinzufügen. Drittanbieter 1, Drittanbieter 2, Drittanbieter 3, Drittanbieter 3. Da kommen wir stockeln. Und dann würde der die auch so darstellen in Form von Slideshows oder wenn ihr das passende Widget, dann könnt ihr dort können die Besucher sich durchklicken und dann die verschiedenen Inhalte darstellen auf einer Seite. Und das finde ich ziemlich cool. So, hier seht ihr, ich habe das hier noch nicht gemacht, weil hier ist mein YouTube-Inhalt und den möchte ich
auf der dynamischen Seite, auf allen Seiten, dass er zu sehen ist. Und von daher brauchte ich den nicht dynamisch verbinden. Das heißt, ihr könnt auch alle anderen Elemente nutzen und müsst sie nicht zwingend dynamisch nutzen. Ne? Wenn ihr wisst, okay, so ein Kontaktformular, das braucht ihr jetzt nicht auf jeder Unterseite. Das könnt ihr dann einmal in dem Template runtersetzen und dann habt ihr einen Mix aus Dynamik und statischer Seite. Okay, ansonsten könnt ihr aber auch einfach hier verbinden und das ist wieder das gleiche. Ich müsste nur die passende Spalte hier raussuchen und dann verweisen und that's it. Das war's. Wenn ihr fertig seid, immer kurz die Daten aktualisieren, auch wenn ihr in der Tabelle editiert oder ihr habt auch jemanden, der euch unterstützt und auch an der Tabelle arbeitet. Wichtig ist in der Kommunikation, dass sobald die andere Person was geändert hat, dass ihr immer eine Rückmeldung kommt, hey, ich habe da was geändert, dann geht ihr in den Baukasten, drückt einmal hier auf Daten aktualisieren und wenn ihr das gemacht habt, geht ihr auf Fertig und dann erneut veröffentlichen. Seht ihr, ich muss jetzt auch warten, die Seite lädt noch mal eben kurz nach. So, ich schiebe jetzt mal ein bisschen hier rüber. So. Erneut veröffentlichen und dann seid ihr eigentlich schon fertig. Mehr gibt es da gar nicht so zu sagen. Es hört sich immer kompliziert an, dynamisch arbeiten, aber es ist wirklich nicht schwer. Und wenn ihr da noch weitere Hilfe benötigt oder Fragen zu habt, freue ich mich sehr über eure Fragen in den Comments und auch, ob ihr da schon mit Erfahrung gemacht habt. Und vielleicht zeigt ihr mir auch und lasst mir ruhig einen Link da. Ich habe kein Problem damit, wenn ihr eure Firma hier auf meinem Kanal präsentiert. Könnt ihr ruhig euren Link da hinsetzen und mir zeigen, wie ihr das auf eurer Jonos-Webseite gelöst habt. Freue ich mich sehr drüber. Okay, damit würde ich sagen, vielen Dank. Genau 20 Minuten plus dem Vorvideo. Ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.